Hallo, mein Name ist Jorge und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal I Love Kuba und das erste Video im Jahr 2024. Wir wollen wie immer am ersten Sonntag im Monat mit der aktuellen Lage in Kuba beginnen. Also lasst uns das mal machen, nun im Januar 2024. Bevor wir jedoch starten, checkt nochmal, ob ihr meinen Kanal bereits abonniert habt und wenn nicht, dann ja, gönnt euch kurz die Zeit und macht das mal. Dankeschön. Starten wir auch in diesem Jahr wieder mit dem aktuellen Wechselkurs. Der offizielle Wechselkurs lag ja bei 1:24 pro Dollar. Wie wir wissen, liegt der offizielle Wechselkurs für Handlungen in Kuba jedoch aktuell bei 120 Peso pro Dollar, abzüglich 8% Servicegebühren. Der informelle Wechselkurs stieg in den letzten Monaten wieder an. Zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos liegt der Kurs inzwischen bei 265 Peso pro Dollar bzw. 270 Peso pro Euro. Auf Eltocke könnt ihr den täglichen Kurs nachschauen. Den Link findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Kommen wir zu den Einreisebestimmungen. Was wird benötigt? Die Zollangaben werden online verpflichtend über der Viajeros abgefragt. Hierzu habe ich ein extra Video online. Zusätzlich zu den Zollangaben wird noch die Touristenkarte, also sozusagen das Touristenvisa und eine Auslandskrankenversicherung benötigt. Die Versicherungspolice sollte nach Möglichkeit in Spanisch ausgestellt sein, muss aber nicht. Habt ihr diese Dinge, also das Online-Formular der Viajeros, die Touristenkarte und die Auslandskrankenversicherung, dann könnt ihr nach Kuba reisen. Ein mindestens 6 Monate gültigen Reisepass ist selbstredend. Viel mehr wird dann auch nicht mehr benötigt. Sofern ihr noch keine Touristenkarte habt, könnt ihr diese gerne über meinen Link in der Videobeschreibung bei Kuba Buddy erwerben. Ihr zahlt keinen Cent mehr, aber ich erhalte einen Obolus. Die Standardlieferung erfolgt innerhalb von 3 bis 4 Tagen. Per Expressversand erfolgt die Lieferung in Deutschland innerhalb von 24 bis 48 Stunden. Das Ganze funktioniert über meinen Affiliate-Link. Diesen findet ihr auch in der Videobeschreibung. Mit dem Kauf über meinen Link unterstützt ihr mich und meinen Kanal. Ich danke euch. In den letzten Jahren war es möglich, Hygieneartikel, Nahrungsmittel und Medikamente zollfrei nach Kuba einzuführen. Dies war zuletzt befristet bis 31.12.23. Am 20.12. wurde bei der Nationalversammlung bestätigt, dass das Datum nochmal verlängert wird. Dieses Mal jedoch nur um 3 Monate bis zum 31.03.24. Wer nach Kuba reist, hat also weiterhin die Möglichkeit, die genannten Dinge zollfrei einzuführen. Wer die kubanische Bevölkerung unterstützen möchte, kann diese Möglichkeit sehr gerne nutzen. Während Obama in seiner Amtszeit Kuba von der Liste der terrorunterstützenden Länder streichen ließ, setzte Trump Kuba als einer seiner letzten Amtshandlungen wieder auf die Liste rauf. Nun wurde bestätigt, dass Kuba ein weiteres Jahr auf der Liste bleibt. Das hat zur Folge, dass Kuba-Reisende weiterhin die Einreise in die USA erschwert wird. Statt einer ESTA muss ein Visum beantragt werden. Aktuell kommt es in Kuba teils zu Tiefstemperaturen von bis zu 7 Grad. Die Kälte trifft vor allem den Westen Kubas. Kuba-Reisende sollten also aktuell vielleicht noch einen Pulli extra einpacken. Das Gute ist, dass es definitiv auch wieder wärmer wird und es nur eine Momentaufnahme ist. Die Versorgungslage bei Lebensmitteln und Gebrauchsgütern hat sich zu Beginn des neuen Jahres in Havanna im Vergleich zum Vorjahr etwas verbessert. Besonders dank des wachsenden Privatsektors. Private Läden und Supermärkte entstehen, bieten jedoch diverse, nicht für jeden erschwingliche Waren an, da sie oft teuer importiert werden müssen. Die Regierung kritisiert bzw. unterstellt missbräuchliche Preise der privaten Geschäfte, obwohl staatliche Läden selbst zuvor hohe Aufschläge hatten. Der öffentliche Sektor, insbesondere Gesundheits- und Bildungswesen, leidet unter Personalabgang, Ersatzteilmangel und defekte Geräte letztendlich auch. Eine Teilprivatisierung ist spürbar, da zum Beispiel Medikamente überwiegend nur privat erworben werden können, Behandlungen gegen Geschenke angeboten werden und Schulmaterial privat gekauft werden muss. Der Massenexodus junger Kubanerinnen und Kubaner setzt sich fort und die offiziellen Zahlen prognostizieren weiterhin wirtschaftliche Schwierigkeiten für Kuba, einschließlich eines Rückgangs
des Bruttoinlandsproduktes, niedrigen Tourismus und ja, hohe Auslandsschulden sowie Zahlungsschwierigkeiten. Der Ausblick für das neue Jahr wird also schwierig betrachtet und ja, die Hoffnung auf positive Veränderungen, ja, die ist gedämpft. Ich möchte zum Ende nochmal darauf hinweisen, dass ihr in meinem Shop kubanischen Kaffee kaufen könnt. Dort findet ihr Kubita-Kaffee in 3 Varianten. 1 Kilo in Bohnen, 420 Gramm gemahlen in heller Röstung und 420 Gramm gemahlen in dunkler Röstung. Seht ihr auch hier im Hintergrund. Schaut gerne rein, sagt es weiter, teilt diese Info. Kubita-Kaffee gibt es online zu kaufen bei der letzte Westkubaner. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wenn du das Video bis hierhin geschaut hast, lass es mich gerne in den Kommentaren wissen und abonniere meinen Kanal, sofern du das noch nicht gemacht hast. Schau auch gerne in meine anderen Videos rein, zum Beispiel unsere letzte Kuba-Reise Anfang 2023. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, saludos, ciao.